bitte auf die rechte Seite drehen. Und nochmal auf den Rücken. Okay, nochmal auf die Seite. Und hier sieht man, wie das rechte Bein in Flexion, Abduktion, Innenrotation, das linke in Flexion, Adduktion, Außenrotation bewegt. Und wieder zurück auf den Rücken. Und auf dem Rückweg Richtung Bein. Haben wir das oben liegende Bein in Extension, Abduktion, Innenrotation, wenn er zurückdreht auf den Rücken. Und das rechte Bein geht in Extension, Adduktion, Außenrotation. Auch beim Hinsetzen an der Bettkante kennt man die gleichen Muster. Nochmal hinsetzen. Ja. Und wieder hinlegen. Wenn du so ein bisschen schneller machst, ohne so viel nachzudenken, zack, hoch. Ja. Und wieder hinlegen. Genau. Und nochmal hochkommen. Und nochmal hinlegen. Okay. Und jetzt können wir aus dieser Sequenz heraus auch die Beinmuster ausführen. Komm nochmal bitte hoch, an den Unterarmstütz. Stütz dich hier hoch. Könnte ein Patienten jetzt nicht gut stützen, könnte man die Armlehne nehmen und hier stützen lassen auf dem Hocker. Das wäre auch möglich. Ja, das hier ein bisschen einrollen, das hilft dir hier die ventrale Muskeln anzuspannen. Das Bein liegt. Hier das Bein stellen wir erstmal auf. Wir starten jetzt mit einer PNF-Technik, die Replikation. Hier das Bein hinstellen, da soll es enden, locker lassen und nochmal hochziehen. Der Fuß wird jetzt ein bisschen übertrieben, weil normalerweise, wenn man den Fuß aufstellt, haben wir Plantarflexion. Und weil wir eine bessere Spannung im Rumpf zu erzeugen, nehmen wir die Dorsalextension dazu. Ja? Wir können jetzt hier auch agonistische Umkehr machen, halt hier. Wenn das Bein schwach ist, vor allem, dann im kleinen Weg gehen in die Exzentrik und dann noch Konzentrik. Und den Weg kann man von Mal zu Mal ein bisschen größer machen, Exzentrik und Konzentrik. Wichtig ist, dass der Wechsel zwischen Exzentrik und Konzentrik schnell erfolgt, damit die passiv gespeicherte Energie nicht verloren geht. Okay? Und dann können wir das Ganze automatisieren mit der rhythmischen Bewegungswiederholung oder rhythmische Bewegungseinleitung passiv, assistiv, resistiv und allein. Genau, ja, stehen bleiben, Fuß jetzt aufstellen. Und jetzt nehmen wir die Flexion, Adduktion, Außenrotation. Ja, das wäre wichtig, nicht hier wegzurollen. Versucht mal hier die Spannung beizubehalten. Weil es ist eine Hilfe, hier den Arm zu nehmen, ein bisschen Spannung aufzubauen. So, und jetzt starten wir wieder mit der Replikation. Hier ist das Ziel. Locker lassen und nochmal wiederholen. Agonistische Umkehr, halten, langsam nachlassen, nochmal hochkommen. Langsam nachlassen und nochmal hochkommen. Und jetzt für die dritte motorische Lernphase, für die Bewegungsautomatisierung, wieder über die Rhythmik, passiv, assistiv, resistiv und allein. Gut, okay. Dann ruhig nochmal auf den Rücken legen. Wenn man ein bisschen mehr den Rumpfmuskeln fordern möchte, dann können wir beide Beine zusammennehmen, ein bisschen zu mir reinrutschen. Jetzt die Füße hochziehen und auf die Seite drehen. Und hier ist sehr wichtig, dass die Knie immer ein bisschen höher sind als die Fersen, damit wirklich die ventrale Kette arbeitet. Aufpassen, dass die Knie nicht tiefer sind als die Fersen, weil dann hat man eine Spannung vom Quadriceps im Boden. Okay? Dafür ist diese Hand, meine proximale Hand, distal von der Kniekehle, um Zug zu applizieren. Okay? Und da können wir auch wieder hier, wenn er sehr schwach ist, in der Annäherung arbeiten. Nimm ruhig die Hand auf den Bauch, deine linke. Ja, genau. Und dann ein bisschen nachlassen und dann wieder auf die Seite drehen. Ja, ein bisschen nachlassen, peu à peu ein bisschen größer werden und dann automatisieren wieder. Passiv und assistiv und steigert, so viel Widerstand wie er bewältigt und alleine. Ganz auf die Seite. Und er setzt sich wieder schön. Okay. Dann nochmal auf den Rücken legen. Ja. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die Extension von einem Bein zu fördern, indem wir indirekt behandeln. Jetzt können wir das Muster nehmen, isoliert, die wir gerade in der Aktivität gesehen haben. Das ist die Flexion, Abduktion, Innenrotation.
Ich positioniere mich, nachdem ich Seitenbeine die Endstelle positioniert habe, reflektiert habe, was sind die Komponenten, Hüfte, Flexion, Abduktion, Innenrotation, Knieflexion, Fußdorsal, Extension, Rotation. Patient ist positioniert, jetzt positioniere ich mich in der Diagonale, am besten einen Schritt noch weggehen und gucken, ob alles stimmt. Dann kommen meine Hände als drittes, hier lateral am Oberschenkel, hier an der kleinen Fingerseite und dann überlege ich, bedarf er jetzt Zug oder Druck als Information, wie viel Widerstand. Er braucht Zug für die Knieflexoren und er braucht Zug hier über die Haut, über die Faszien für die Flexion, Abduktion, Innenrotation. Versuch mal hier zu halten. Ja, sehr gut. Und versuch mal nachzuspüren. Bleib mal hier, ob du hier die Spannung spürst. Ja, weil das wäre jetzt das Ziel. Und das ist wichtig, dass man das dem Patienten kommuniziert. Okay, bleib mal hier. Jetzt starte ich gleich mit der agonistischen Umkehr. Langsam nachlassen und komm nochmal hoch. Muss nicht den ganzen Weg gehen, insbesondere wenn mein Ziel ist, Standbeinaktivität rechts fördern. Okay, langsam nachlassen und komm nochmal hoch. Und dann, wenn man nochmal den ganzen Weg sieht, kann ich zurück in die Vordehnung gehen. Wir kommen jetzt aus der Extension, Adduktion, Außenrotation. Den Fuß kannst du jetzt locker lassen. Okay. Und jetzt nehmen wir das distale Timing, übertreiben die Fußbewegung, was eigentlich nur Sinn macht, wenn er weiß, wo es enden soll. Fuß hoch und dann bewegt die Ferse wieder auf eine Schiene. Kannst du ein bisschen hier hinkommen. Jawohl. Okay. Bis zum Tuba. Hier. Und das wäre jetzt wieder die rhythmische Bewegungseinleitung oder Wiederholung. Ja, und hoch. Jawohl. Und nochmal mit. Und rein. Ja. Okay, jetzt können wir die Extensionsmuster unserer Seitenlage anschauen. Einfach auf die Seite drehen und den Rücken trainieren. Also unsere Beine gut lagern, damit der Rumpf stabil ist. Und ich möchte jetzt die Hüfte trainieren, nicht den Rumpf. Der Rumpf soll stabil bleiben. Das wäre jetzt die Extension, Abduktion, Innenrotation. Immer schauen, dass das Becken in der Frontalebene ausgerichtet bleibt. Knie soll ein bisschen höher sein als die Hüfte, Ferse ein bisschen höher sein als das Knie. Jetzt bekomme ich die Rückmeldung, die Bank ist mir zu hoch. Also muss ich dann die Bank anpassen. Für mich, ja, hier bin ich an der Fußsohle, Flat und Flex, Pronation. Und hier lege ich meinen Mittelfinger an den Tuba, meinen Daumen in die Fossa trochanterica, damit ich die Propriozeptoren erreiche, die er braucht, um seine Hüfte in diese Stelle stabil halten zu können. Und hier bleiben. Hier können wir auch einen schönen Test machen für die Kraft der Abduktoren mit der Replikation. Locker lassen. Und versuche meine Hand wieder zu erreichen. Und wer meine Hand nicht sieht, oder zumindest nicht hinschaut, ist das auch ein schöner Tiefensensibilitätstest. So, dann bleiben. Wieder agonistische Umkehr. Hier bin ich in der Endstellung mit meiner proximalen Hand. Wenn wir jetzt exzentrisch arbeiten, muss ich mit der Hand ein bisschen runterrutschen, damit seine Knie mir nicht zu stark nach unten fällt. Und in der Endstellung kann ich wieder hier nach proximal rutschen. Rhythmische Bewegungseinleitung starte ich hier. Ich muss ein Knie hochhalten. Hier kann ich noch nicht approximieren, das tut nur in der Endstellung. Und hier sorge ich dafür, dass wir in der Flexion, Adduktion, Außenrotation starten. Okay, und kipp mich hinten weg. Ja. Genau. Und kipp weg. Und kippen. Und allein. Total gut aus dem Weg gehen. Ja, das gleiche. Die gleiche Diagonale. Jetzt mit der Knieflexion. Das ist natürlich maximale Annäherung der Ischokoralmuskulatur. Halt hier. Ja, jetzt starte ich wieder gleich mit der agonistischen Umkehr. Gib langsam nach. Und komme nochmal nach hoch. Man sieht hier auch die gute indirekte Behandlung. Hier spannt ihr in Flexion, Abduktion, Innenrotation. Auch sehr schön, wenn jemand die Peronien nicht gut aktivieren kann. Okay, dann halten. Jetzt können wir Timing for Emphasis machen für das Knie. Geht langsam nach. Und kick mich nochmal nach hinten. Und nochmal nach hinten. Also die Betonung, Emphasis heißt betonen.
läuft exzentrisch und konzentrisch. Und selbstverständlich könnte ich für alle Komponenten, man sieht, dass ein Fuß jetzt hier ein bisschen hängt in Supination, und ich hätte ganz gerne die Pronation, können wir auch den Fuß betonen. Dafür gehe ich nach unten, da kann ich mich nämlich besser reinhängen, halten. Das setzt voraus, dass er Potenzial hat in der Hüfte und im Knie, hänge ich mich in der Diagonalen rein. Und jetzt können wir zum Beispiel die Plantarflexion betonen und die Pronation betonen. Ne? Klein C geht zur Decke. Und was wir hier auch noch schön betonen können, ich kann eine Etage weiter distal rutschen, das. Halten, ja. Und jetzt könnte ich zum Beispiel den Flexor hallucis longus betonen. Versuch mal die ganzen Zehen eingerollt zu lassen. Und jetzt nur den Großzehen. Und beugen. Und beugen. Weil dieser Muskel ist sehr wichtig für die Abstoßphase. Der Übergang zwischen Terminal Stance und Pre-Swing. Okay. Gut. Wir können jetzt auch in die Flexion, Adduktion, Außenrotation mit Kniestreckung arbeiten. Zum Beispiel, wenn jemand einen Fußball kicken möchte, dann entsteht die Vordehnung über die Voraktivität in Extension, Adduktion und Rotation mit Knieflexion. Dadurch dehnt er sein Rectus femoris vor, Fuß lang machen und dann wechselt er in die Flexion, Adduktion, Außenrotation mit Kniestreckung. Das entspricht auch der Gangphase Terminal Swing, also Ende der Schwungbeinphase. In dieser Phase müssen die Kniebeuger und Hüftstrecker exzentrisch arbeiten, deswegen appliziere ich hier Zug. Also wir starten in den Muster, in dem er ausholen möchte, hier. Und dann soll ohne Spannungsverlust in die Flexion, Adduktion, Außenrotation mit Kniestreckung gewechselt werden. Ein bisschen schwierig ist, bei dieser neuen Technik, das ist jetzt dynamische Umkehr, dynamisch konzentrisch in eine Richtung, dynamisch konzentrisch in der anderen Richtung, ist der distale Griffwechsel, was ja bei dieser PNF-Technik beschrieben ist, weil wenn man hier distal wechselt, ein leichter Spannungsverlust ist. Und das hängt wahrscheinlich mit unserem G-Programm zusammen, weil wenn wir nach vorne gehen, starten wir die Bewegung proximal mit der Hüfte und dann kommt das Knie. Insofern könnte man das Timing bewusst verändern, therapeutisch. Auf diesem Weg ändern wir distal zuerst, aber für den Flexionsweg ändern wir proximal zuerst. Fuß lang und komm nach hinten und jetzt wieder nach vorne. Fuß lang nach hinten kommen und wieder nach vorne. Und wieder nach hinten und nach vorne. Wir können jetzt hier auch, um die Spielbeinaktivität zu betonen, zieh mal deinen Fuß bitte ran. Wenn Spannung auf der ganzen Kette ist, können wir mit dem Stretch arbeiten hier. Und Fuß ranziehen, bisschen Spannung, sicher sein, dass im Rumpf auch die Spannung angekommen ist. Und gut, die Extensionsmuster könnten wir jetzt in einem modifizierten Vierfüßlerstand machen. Also hinstellen. Und dich auf den Bauch legen. Und stützen, entweder auf die Ellbogen oder ganz auf den Bauch legen. Beide Möglichkeiten. Bewegen. Also stützen und festhalten. So, jetzt haben wir die Extension, Abduktion, Innenrotation. Da stelle ich mich wieder in die Diagonale hin, schaue, ob die Ferse zu mir schaut. Bin wieder hier mit meinem Fingerkopf mal in den Fossa Trochanterica, hier im Tuba, halten. Wieder ein Test für die Hüftextension. Er weicht aber ziemlich in der LBS aus, also legen wir ihn hin. Genau, lassen wir hier das Knie ein bisschen beugen. Ich möchte wirklich die Hüfte beurteilen. Hier ein bisschen strecken. Und dann reicht das hier. Locker lassen. Und nochmal. Hochkommen. Ja, dann, wenn ich trainieren möchte, agonistisch umkehren. Wieder das linke Knie ein bisschen beugen. Vielleicht die Ferse ein bisschen anheben, dass man nicht so viel Gewicht hier hat.
Und richtig abruhigen, ein bisschen Oberkörper. Hier noch ein bisschen beugen. Ganz genau, jetzt ist die Lendenwirbelsäule stabil und dann kommen wir nur, wenn die Hüfte ein bisschen kurz ist, dann ist das halt so. Und dann geht das nur ein bisschen hin. Ja? Weil sonst trainiere ich den Rückenstrecker konzentrisch. Ich möchte aber die Hüfte haben. Halten, geht langsam nach. Und komm nochmal hoch. Auch hier muss ich nicht unbedingt den ganzen Weg gehen. Und komm hier nochmal hoch. Ja? Die andere Diagonale, Fuß aufstellen, das Bein anheben, Extension, Adduktion, Außenrotation, die Ferse schaut wieder zu mir in der Einstellung, Fuß ist lang und ich bin hier mehr den Adduktor. Mit den Extension halten, geht langsam nach und kommt mal nach hinten. Und geht langsam nach und kommt nochmal nach hinten. Auch hier können wir die Flexionsmuster machen, bei einem Patienten, der sehr schwach ist. Das wäre die Flexion, Abduktion, Innenrotation. Da muss ich wieder den Abduktoren sein mit meiner Grifftechnik. Urdehnung ist hier Extension, Adduktion, Außenrotation. Fuß reinziehen und Knie unter die Bank. Und unter die Bank. Das braucht man zum Beispiel, wenn man auf ein Fahrrad steigt oder in die Badewanne. Also die Stütze auf die Hände. Du stellst dir vor, das ist ein Fahrrad. Ja, wahrscheinlich steigst du aber rechts auf, oder? Dann nehmen wir mal die andere Seite. Ja. Und dann kann das Ziel sein, mit dem Knie hier hochzukommen. Ja, und dann starten wir hier aus der Extension, Adduktion, Außenrotation. Fuß ranziehen und Knie. Rhythmische Bewegungseinleitung oder Wiederholung unter Automatisieren, passiv, assistiv, resistiv und allein. Ja. Okay, wenn man die Flexion, Adduktion, Außenrotation macht in dieser Ausgangsstellung, nochmal ablegen, dann ist die Schwierigkeit, die Griffe korrekt anzulegen in der Endstellung. Er zieht jetzt hier eine Flexion, Adduktion, Außenrotation, ist sehr nah an seinem anderen Bein und es ist mir nicht möglich, jetzt noch zwischen den Beinen zu greifen, um auf den Adduktoren zu sein. Mache ich dieses Muster, um zum Beispiel dieses Standbein zu facilitieren, könnte es Sinn machen, hier zu approximieren, wie in der Fossa Trochanterica, damit die Außenrotatoren facilitiert werden. Dann würde ich aber starten mit meiner Vordehnung auf den Adduktoren und auf den Flexoren. Ferse zu mir ziehen und jetzt Fuß rein, Knie unter die Bank. Ein bisschen wieder nach hinten. Und euer Augenmerk soll immer so sein, dass ihr schaut, dass das Becken gerade ist. Sobald das Becken ein bisschen so steht, weiß man, man ist nicht in der richtigen Diagonalen. Ja? Also vordehnen, Fuß rein, Knie unter die Bank. Ja. Alternativ, wenn mein Ziel wäre, dass er mehr Greifaktivität bekommt von den Fingern und ich möchte viel Widerstand jetzt geben, hänge ich mich hier ran, ziehe ran, Knie unter die Bank und dann kann ich auch nach distal in den Griff rutschen. Und nochmal und zieh, zieh, zieh. Okay. Gut, den ganzen Stand hinstellen, Becken an die Bank. Anbringen. Haben wir auch die Möglichkeit, um das Rückwärtsgehen zu üben. Geht mal bitte das Bein an und geht zurück. Sehen wir auch wieder die PNF-Muster und wieder nach vorne gehen. Am Anfang eher die Extension, Abduktion, Innenrotation mit Knieflexion und dann wechselt die Diagonale in die Extension, Adduktion, Außenrotation. Und hier hätten wir auch noch mal eine sehr schöne Position, um die Ischias zu trainieren. Meistens lasse ich den Fuß außen vor, weil die Patienten leicht zu Krampf neigen. Halten. Wir können gleich wieder mit der Repetition zunächst arbeiten, für den Befund. Locker lassen. Versuch nochmal deinen Fuß anzulegen. Wäre er zu schwach, gehen wir bis hier. Würde wahrscheinlich auch hier ausreichen für Becken. Also sorge ich für die proximale Stabilität wieder mit meiner Approximation. Nicht nur für diese Hüfte, sondern auch für sein rechtes Standbein.
Wir arbeiten wieder mit der agonistischen Umkehr. Halten, langsam nachlassen. Und da könnte man zwischen der Exzentrik und Konzentrik einen kleinen Stretch geben. Und komm nochmal hoch. Und langsam nachlassen. Und komm nochmal hoch. Und dann wieder die Bewegungsautomatisierung. Ja, die Replikation fördert die erste Lernphase kognitiv, damit er weiß, wo geht's hin. Agonistische Umkehr macht er ein bisschen Erfahrungen, Versuch und Irrtum. Das ist die assoziative Lernphase. Und die dritte, die Automatisierung wieder passiv, assistiv, resistiv und allein. Und dann können wir letztendlich rückwärts gehen. Da kommt die Approximation für die Exzentrik gerade in die Hüfte. Ihr müsst die Gewichtsverlagerung zulassen, Bein anheben und wieder zurück.